Mein Name ist Thomas Matern und ich bin Wissenschaftler an der Universität von Otago in Dunedin, Neuseeland und außerdem Co-Direktor des Tawaki-Projektes. Ich bin für den Mein Name ist Thomas Matern und ich bin Wissenschaftler an der Universität Otago in Dunedin. Vielleicht nicht die beste Idee, die ich hatte, hier unten hinzugehen. Mein Name ist Thomas Matern und ich bin Wissenschaftler an der Universität von Otago in Dunedin, Neuseeland und Co-Direktor des Tawaki-Projektes, welches sich seit 2014 damit beschäftigt, den Schutzstatus der neuseeländischen Schopfpinguine zu verbessern. Als mir die Pinguine ständig ins Wort fielen, befand ich mich auf den Antipodeninseln, einer von 5 zu Neuseeland gehörenden subantarktischen Inselgruppen. Unser Aufenthalt auf dieser Insel war der Auftakt eines mehrjährigen Forschungsprojektes, welches wir in Zusammenarbeit mit dem Antarctic Research Trust und der Global Penguin Society durchführen. Die Hauptaufgabe des Projektes ist es, Basisinformationen über die hier lebenden Pinguinarten zu sammeln. Also Daten, die essentiell sind, um effektive Schutzprogramme für die Pinguine zu entwickeln. Auf den Antipodeninseln brüten zum einen Kronenpinguine und zum anderen Felsenpinguine. Die Bestände beider Arten sind in den letzten Jahrzehnten rückläufig, sodass Kronenpinguine von der IUCN als gefährdet eingestuft werden. Trotz dieser besorgniserregenden Klassifizierung ist so gut wie nichts über die Art bekannt. Entsprechend schwierig ist es einzuschätzen, welche Gründe der Bestandsrückgang hat. Unsere Arbeit mit den Pinguinen hat 2 Schwerpunkte. Zum einen verwenden wir Kameradrohnen, um hochauflösende Fotos der Pinguinkolonien zu produzieren. Diese Fotos können dann verwendet werden, um selbst uns zugängliche Kolonien zu untersuchen und die Anzahl von Pinguinen zu bestimmen. Und unzugängliche Pinguinkolonien gibt es hier eine Menge. Zum anderen setzen wir GPS-Datenlogger ein, um die Bewegung der Pinguine auf See sowie Tauchtiefen zu bestimmen. Kombiniert mit neuartigen Kameraloggern können wir den Pinguinen beim Beutefangen im wahrsten Sinne des Wortes über die Schulter blicken und so das Jagdverhalten sowie den Fangerfolg der Vögel untersuchen. Letztendlich hoffen wir, in den nächsten Jahren in Erfahrung zu bringen, welche Faktoren für die Bestandsrückgänge verantwortlich sind und was getan werden kann, um den Pinguinen der Antipodeninseln zu helfen.